Moin und herzlich willkommen zu meinem kurzen Erklärvideo Dunkle Stunden für Anfänger. In diesem Video geht es um deine Aufgaben, wenn du das allererste Mal den Raid Dunkle Stunden laufen willst. Eine Anmerkung vorweg. Du bekommst hier keine detaillierte Erklärung zu den Mechaniken. Meiner Meinung nach ist das für den ersten Raid viel zu viel. Je öfter du Dunkle Stunden läufst, desto mehr Verständnis bekommst du für die einzelnen Bosse. Detaillierte Kenntnisse zu den Mechaniken kannst du dir dann immer noch aneignen. Hier also nur die Quick and Dirty Erklärung, damit du vorbereitet bist, was dich in den meisten Raid-Teams erwartet. Für deine Positionen im Raid reicht es, wenn du ein rotes Damage-Bild mitbringst. Das kann ein klassisches Set sein, besteht aus Providence, Gruppo, Cheska und Overlord. Alternativ kannst du auch ein rotes Stürmerbild oder ein Zorn des Jägers-Set nehmen. Mit diesem Damage-Bild läufst du den gesamten Raid durch. Okay, los geht's! Du wartest einfach im Weißen Haus. Du bekommst dann eine Raid-Einladung, die du nur annehmen musst. Danach werden die Positionen für die Bosse verteilt. Aber keine Sorge, du bekommst einfache Positionen, die dir vom Raidleiter auch direkt im Raid kurz erklärt werden. Dann wird der Raid gestartet. Wir landen am Strand vor dem Flughafen. Als erstes laufen wir dann gemeinsam durch den Tunnel. Je nachdem, in welcher Gruppe du bist, läufst du an der Weggabelung im Tunnel nach links oder nach rechts. Gruppe 1 geht meistens nach links, Gruppe 2 geht nach rechts. Am Ende des Tunnels warten wir, bis alle Teammitglieder an den Seilen angekommen sind. Wichtig ist hier, dass du dich zwar ans Seil hängen kannst, aber bitte nicht nach oben kletterst. Erst auf ein bestimmtes Kommando gehen wir alle gemeinsam nach oben. Auf dem Flugfeld kümmert sich die Gruppe 1 um die Adds auf der linken Seite. Gruppe 2 kümmert sich um die Adds auf der rechten Seite. Hier hilfst du einfach dabei, die Adds zu killen, je nachdem, in welcher Gruppe du dich befindest. Es kann auch sein, dass du für die Adds in der Mitte zuständig bist. Wenn du das erledigt hast, schau einfach, wo Hilfe benötigt wird. Danach kommen wir zu Boss 1, Boomer. Hier gibt es verschiedene Türen, aus denen die Adds spawnen. Du wirst eine einfache Position bekommen, bei der du nur Adds clearen musst. Die beiden sogenannten Kiter, die sich um den Boss kümmern, müssen immer zwischen den beiden Geschützen bei 41 und 45 hin und her pendeln. Oft spawnen genau dann Adds aus den Türen, wenn wir bei Boomer Damage machen können. Damit die Adds dann nicht quer durch den Raum laufen oder dir in den Rücken schießen, ist es sehr wichtig, dass du deine Tür nicht aus den Augen lässt. Nachdem der Boss tot ist, müssen noch die restlichen Adds gekillt werden. Dann kannst du deinen Loot einsammeln und es geht weiter. Wir kommen zu einem Durchgang, in dem du den ersten Raid-Schlüssel einsammeln kannst. Die nächsten Bosse sind Ricochet, Dizzy und Weasel. Jeweils links und rechts vom Flugzeug gibt es einen eigenen Bereich, den man zu Beginn nur über die beiden Fahrstuhlschächte erreichen kann. Das heißt, hier müssen wir uns anfangs erstmal aufteilen. Es wird angesagt, welche Gruppe auf welche Position geht. Du wirst sehr wahrscheinlich, unabhängig von der Gruppenzuordnung, nach rechts auf die Seite A gehen. Dort stellst du dich entweder auf die Kiste unter dem Fenster oder du gehst rechts in die Ecke. Nachdem einer der Bosse, Dizzy, auf deiner Seite gespawnt ist, wartest du kurz, bevor du auf den Boss schießen kannst. Im Idealfall töten wir zunächst Rico auf der anderen Seite des Flugzeugs.
Dann hebt sich das Flugzeug in die Höhe und die zweite Gruppe kommt auf unsere Seite. Wir töten dann Dizzy und im Anschluss Weasel, der ebenfalls auf unserer Seite gespawnt ist. Danach müssen noch Ads geklärt werden, bevor du deinen Loot einsammeln kannst. Going off this data Isaac transmitted, Razorback must be the new mobile weapon system Black Tusk brought in. It's definitely some kind of vehicle, but there's no Weiter geht es durch den Fahrstuhlschacht hinten rechts im Raum. regardless. Nachdem du über das Flugzeug gelaufen bist, gibt es noch einen Rucksackanhänger für dich. Dann geht es weiter über das Seil nach unten Richtung Abfertigungshalle. Hostile radio intercepted. Weasel isn't responding. Assume he's dead. Copy that? Im nächsten Durchgang und in der Abfertigungshalle hilfst du auch beim Ads clearen. Die meisten Raid-Gruppen pushen zuerst nach vorne in die Abfertigungshalle. Denn einer der Raid-Schlüssel befindet sich in einem Fahrstuhl, dessen Türen sich langsam schließen, sobald die Ads in der Halle getriggert wurden. Wenn derjenige, der in den Fahrstuhl laufen soll, zu langsam ist, bekommen wir diesen Schlüssel nicht mehr. Also gut auf die Ansagen des Raidleiters hören. Entweder im blauen Drohnenraum warten oder direkt mit nach vorne durchlaufen und helfen, die Ads zu killen. Danach kannst du immer noch zurückgehen und den Raid-Schlüssel in einem kleinen Raum einsammeln, an dem wir vorbeigelaufen sind. Who knows what other nasty surprises these guys have in store. Die nächsten Bosse sind Buddy und Lucy. Du kümmerst dich mit um Buddy und schießt ausschließlich auf Buddy, nie auf Lucy. Buddy ist der Hund, der aus dem blauen Raum hinausläuft. Du stellst dich zunächst zu den anderen auf eine Seite. Bitte nicht mit A irgendwo anlehnen, sondern nur hinter eine Deckung stellen. Activating. Sobald die beiden Hunde in die Mitte gelaufen sind, macht Lucy 2 Spins. Diese Spins musst du erst abwarten, bevor du anfängst, auf Buddy zu schießen. Solltest du ein Stürmer-Set spielen, kannst du dich jedoch an Buddy hochstacken und danach in Deckung stellen. Nach dem Spin wird Boss-Damage gemacht. Du siehst oben auf deinem Bildschirm die beiden Lebensbalken der Hunde. Diese Balken müssen ja gleichmäßig nach unten schießen. Das bedeutet, dass du bitte gut zuhörst und kurz aufhörst zu schießen, wenn es heißt Buddy Stop. Nachdem die beiden Hunde gekillt wurden, achte noch auf die Sucherminen. Detected. Danach kannst du deinen Loot einsammeln. Now find Razorback and put it out of commission. Nach dem nächsten Durchgang gibt es den 4. Raid-Schlüssel für dich. Dann kommen wir auch schon zu Boss 4, Razorback. Wir springen gemeinsam aus dem Fenster nach unten. Bitte bleibe unbedingt am weißen Gepäcktruck stehen und laufe nicht quer über den Spielbereich. Wir killen zuerst die paar Ads in der Mitte. Danach zeigt dir der Raidleiter deine Position. Üblicherweise kommst du auf die Ads-Position 2. Das ist die Raketenstation hinten links in der Ecke. Dort bleibst du auch die ganze Zeit. Deine Ads spawnen an 2 verschiedenen Punkten. Entweder springen sie vom Truck oder rechts von den Kisten.
Sobald Razorback zusammenklappt, feuert er 2 Mörser auf jeden Spieler. Also sofort loslaufen, wenn Razorback immun ist und den roten Kreisen ausweichen. Assistance. In dem Moment nicht nachladen, einfach nur laufen. Danach kümmerst du dich wieder um deine Ads. Manchmal kann es auch sein, dass ein Changa vom Truck springt und an deine Raketenstation läuft. Der Changa hat Priorität und du musst ihn sofort töten. Stell dich einfach hinter ihn und schieße auf seinen Hintern, weil er dort keine Rüstung hat. So killst du ihn am schnellsten. Idealerweise brauchen wir genau 4 Phasen, um Razorback zu besiegen. Ganz zum Schluss musst du dich hinter deine Raketenstation stellen. Sobald der Bildschirm rot aufleuchtet, musst du die Station kaputt schießen. Sind alle 4 Stationen zerstört, ist auch Razorback endgültig besiegt. Secure the airport and taken out a bunch of Black Tusk's experimental weaponry. Dein 5. Raid-Schlüssel liegt in der ersten Loot-Säule. There's bound to be intel and equipment we can put to good use. Danach kannst du dein Glück an der Box im Inneren des Flugzeugs versuchen. Dort hast du die Chance auf das exotische Gewehr Adlerträger. Das war mein kleines Video für Raid-Neulinge, die das erste Mal den Raid Dunkle Stunden laufen. Wenn du Interesse an den Mechaniken im Detail hast, dann schau dir gern meine anderen Erklärvideos für Dunkle Stunden an. Solltest du weitere Fragen haben, hinterlasse mir deine Frage gerne als Kommentar oder schreibe mir eine Nachricht. Viel Spaß im Raid und bis zum nächsten Mal.